Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog und herzlich willkommen in der Schweiz wieder mal. Wir sind unterwegs heute mit Dine zusammen, ja, in Brienz. Ein wunderbar, unfassbar schönes kleines Dörfchen. Das können wir euch schon mal vorweg sagen. Für etwas länger haben wir uns jetzt hier ein kleines Chalet gebucht über Airbnb. Das zeigen wir euch später noch. Aber erstmal, sagt doch mal ehrlich, guckt mal im Hintergrund. Das Blick Nummer 1, ja, und jetzt das, was ist das? Das ist so unfassbar cool, also ich bin richtig hyped wieder mal, muss ich mal sagen. Und ich freue mich mega, dass wir hier sind und ich denke, wir haben hier ein paar richtig schöne Tage. Vielleicht können wir ein paar schöne Bilder filmen für euch und so und dass euch das gefällt und vielleicht kommt ihr auch mal hierher und wir können euch noch ein paar Tipps verraten und so, es wäre auf jeden Fall klasse. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß beim Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid und bis gleich. Wir befinden uns jetzt in der Brunnengasse und das ist eine der ältesten Gassen hier in Brienz. Die fällt besonders auf durch ihren Charme mit diesen Häusern, die noch gebaut sind wie im 18. Jahrhundert. Also man kann das im Hintergrund, glaube ich, ganz gut erkennen. Die Brunnengasse war sogar mal die schönste Gasse oder ja, Gasse in Europa. Und das völlig zu Recht, wie wir finden. Absolut, also die wurde damals ausgezeichnet. Hier seht ihr nochmal, ich lege euch das mal drüber. Das ist ein Foto, wie die Gasse damals aussah und wie sie heute aussieht. So habt ihr mal den Vergleich. Und sie haben halt wirklich diesen alten Charme bewahrt. Und man sieht das, also diese typische Bauweise, also man nennt das Chalet, ja, hier in der Schweiz. Und es ist ganz traditionell, ist dieses klobige, massive Holzbauweise, ja, und finde ich mega, also mega schön, ja, wirklich, also hat so einen ganz eigenen Flair. Also hier findet man generell viele von diesen Häusern, nicht nur in dieser Gasse, sondern in ganz Brienz eigentlich. Und die haben aber nicht alle diese dunkle Färbung, manche sind auch heller, manche sind neuer, man sieht auch so eine Art Neubauten schon so ein bisschen. Also ja, finde ich, ja. Und die zerstören so ein bisschen das Bild, muss ich mal sagen. Also klar, sie sind noch traditionell angehaucht, aber man merkt einfach, dass es nicht so richtig ins Bild reinpasst, was ich schade finde. Ich zeige euch das mal, wir gehen mal kurz vor, weil hier ist gerade keins. Weil ganz typisch sind diese Schindelbauweise und ich zeige euch das mal hier bei diesem wunderschönen kleinen Häuschen und das hier sind Schindeln. Seht ihr, jeder einzeln gemacht und man kennt das so ein bisschen von den Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, obwohl es sich auch teilweise ein bisschen wie im Schwarzwald aussieht, muss ich sagen. Und das ist so ganz traditionell gemacht. Genau, und hier vorne habt ihr nochmal das Bild, wie es damals aussah, ja, um 1800 rum. Also wunderbar. Uns erinnert das Ganze hier auch ein bisschen an unser Zuhause. Ja. An den Spreewald, also das stimmt. Jetzt nicht, dass die Häuser genauso aussehen, aber es hat halt seinen eigenen Charme wie bei uns und ja, da fühlt man sich doch gleich heimisch. Definitiv und das haben wir gemerkt bei so vielen Reisen und kleinen Touren, die wir schon gemacht haben, dass es wirklich dieses Traditionsbewusste, dass das eigentlich das ist, was eine schöne Reise und einen schönen Ort ausmacht. Also sollte man wirklich Tradition bewahren über die Jahre und dafür kämpfen, dass es auch so bleibt, weil ja, die modernen Bauten, die zerstören einfach das ganze Bild, muss ich sagen. Ja, und so einen eigenen Charme hast du halt nicht überall und hier hast du es. Also was hier auch auffällt, ist, dass es viele kleine Schnitzereien gibt und dass hier viel mit Holz gearbeitet wird. Also hier haben sogar so Häuser in ihrem Hinterhof eine kleine Schnitzerei oder durch manche Schaufenster kann man schauen, da sind Schnitzereien drin, hier wird traditionell viel mit Holz gearbeitet. Und wunderbar, dass dieses Handwerk noch so erhalten
bleibt, obwohl es natürlich eine alte Kunst ist, ja, die immer mehr zu kämpfen hat gegen die Moderne. Hier gibt es halt noch den traditionellen Geigenbau und auch ja, die Holzskulpturen und so und das Instandhalten der Häuser, was immer wieder für neue Arbeit sorgt. Aber ich finde, es ist es allemal wert, weil so einen wunderbaren Charme, also dass wir das überhaupt finden. Brienz ist ja wunderschön, also ihr habt es ja schon gesehen, so von überhaupt aus allen Winkeln und das Geilste ist am Brienz hier, guck, du bekommst Liegestühle, du bekommst einfach mal gratis Liegestühle, die kannst du dir rausnehmen und dann kannst du die Dinge aufbauen und kannst die ganze Zeit am Wasser sitzen und ey, was steht hier? Ah ja, siehst du? Mach mal Pause und genieß die schöne Aussicht. Ey, das ist ein Service, ja, muss ich mal sagen, die Brienzer, die kümmern sich wirklich um uns. Ey, absolut genial. Und wir kommen ja aus dem Staunen echt nicht mehr raus. Ne? Also an jeder Ecke hast du ja diesen wunderschönen Blick. Und schaut euch das mal an. Mega. Wir fühlen uns hier immer wieder so ein bisschen zurückversetzt nach Neuseeland, weil gerade die Berge im Hintergrund erinnern uns extrem an Queenstown. Zwar ist es noch ein bisschen anders, weil in Queenstown die Berge nicht so bewachsen waren und dadurch alles so ein bisschen mehr in einem goldenen Licht geschimmert hat. Ja, das stimmt, so könnte man es sagen, ja. Wir können euch das Ganze ja mal hier oder hier, ich glaube hier, verlinken, wenn euch interessiert, wie es in Queenstown ausgesehen hat. So ein bisschen die Vibes kommen so rüber. Das Wasser ist genauso türkisblau, wie in ganz Neuseeland der Fall war. Es ist total klar, es ist mega schön. Wir haben ja gelernt, Berge sind es nur, wenn Schnee drauf ist. Alles andere sind Hügel. Und die hat man hier auch. Ronald hat es gesagt. Und ja, man hat hier einfach das komplette Gefühl, wie in einer kleineren Version von Neuseeland, um es nochmal gesagt zu haben. Wenn ihr euch gefragt habt, wo Brienz liegt, es liegt ungefähr so südlich, mittig der Schweiz, würde ich fast sagen. Man nennt das Ganze hier mit den Bergen im Hintergrund und wo wir jetzt hier so sind, nennt man Jungfrau-Region. Und das liegt so am Fuße der Jungfrau-Region. Brienz hat halt so den Charme, dass es wirklich noch nicht so überlaufen ist, ja, und ihr hier ein bisschen so das familiärere Flair habt von der Schweiz aus. Und ihr seht den See, das ist türkisblaues Wasser, ja. Unglaublich schön und ihr könnt hier bereits ab 30 Franken die Stunde ein kleines Bötchen ausleihen, also Ruderboot und Motorbetrieben ab 50 Franken die Stunde und dann könnt ihr hier über den See schippern und das ist nochmal ein richtig geiles Erlebnis. Stichwort Airbnb und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wo wir hier gerade sind und so. Und wenn ich gerade sehe, ich bin auch schon wieder gut rot von der schönen, wunderbaren Sonne hier am Brienzer See, dann zeigen wir euch das mal. Also, das ist unser wunderbares Schweizer Chalet, also ein altes, ja, traditionelles Haus, auch schon über 100 Jahre alt und wir sind hier bei Christoph im Airbnb und schaut mal, ihr habt die Küche alles dabei, ihr habt das hier so. Dienchen. Dienchen ist nicht dabei. So sieht es hier aus und das Geilste ist ja, schaut mal raus. Also, warte, ich muss Fenster aufmachen. Wow. Guck mal, dieser Blick, dieser malerische Garten. Wow. Richtig, richtig schön. Das gehört natürlich alles dazu. Also ihr könnt da sitzen, schöne Abendbrot essen draußen. Und hier haben wir nochmal, hier, eine typische Schweizer Wanduhr. Und hier habt ihr nochmal das Schlafzimmer. So,
sieht es aus. Wunderbar. Und auch hier natürlich wieder der Blick da raus. Ja, und wie ihr seht, also hier sind 4 kleine Betten. 1, 2 drüben und hier, also es können bis zu 4 Leute hier in der Wohnung schlafen und es ist wunderschön, also sehr zu empfehlen. Und denkt dran, wenn ihr über Airbnb verreisen wollt, wir haben einen Link, wo ihr bis zu 52 € Rabatt bekommt für eure erste Buchung, dann nutzt den gerne, ihr findet den unten in der Infobox. So wie dieses Airbnb, wo wir jetzt gerade sind, dann habt ihr fast die erste Nacht geschenkt. Aktuell bezahlen wir um die 60 Franken pro Nacht sind es, glaube ich. Ein bisschen Corona-Rabatt anscheinend. Sonst seid ihr hier so bei 90, 100 Franken die Nacht, beziehungsweise Euro. Preis ist gerade fast 1:1. Ja, in der Schweiz ist es halt immer teuer zu verreisen, auch für die Schweizer. Ja, und deswegen ist man froh, wenn man so einen kleinen Geheimtipp hier, wie wir jetzt hier gefunden haben, hat. Hier sind tatsächlich auch Langzeitaufenthalte möglich. Also wenn ihr einen Monat, 2 Monate, ein halbes Jahr, weiß ich nicht, hierher kommen wollt, in genau dieses Chalet mit genau diesem Ausblick, dann könnt ihr das gut und gerne tun. Wir verabschieden uns jetzt aus Brienz mit bestem Wetter und wir dachten uns, da wo wir den Vlog begonnen haben, beenden wir ihn auch. Wir haben 3 wunderschöne Tage hier verbracht. Es hat uns riesen Spaß gemacht, das Video zu drehen. Wir sind hier super runtergekommen und konnten hier richtig gut entspannen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal, dass wir weiter wachsen können. Und wenn ihr noch mehr von Brienz sehen wollt, dann haben wir noch ein Walking-Video für euch gedreht. Da laufen wir 1 Stunde durch die Stadt und ihr könnt in Ruhe gucken. Wir kommentieren die ganze Sache nicht. Ja, vielleicht interessiert euch das, klickt gerne rein. Ansonsten habt viel Spaß bei euren Reisen und bis bald. Ciao!